Moin ihr Schnuppis, ich zeige euch heute, wie man aus einer Dose, aus einer ganz normalen Dose, sich einen Kocher bastelt. Einen Kocher, mit dem man zur Not echt was kochen kann. Wir brauchen dafür lediglich eine Dose, selbstverständlich, ein Messer, eventuell noch ein zweites Messer. Ich habe hier immer ein Schweizer Messer dabei, das ist wirklich nützlich. Wir brauchen dazu eventuell einen kleinen Stift und, falls das Messer stumm ist, einen Messerschärfer. Das war's schon. Zum Schluss, falls wir erfolgreich waren, brauchen wir noch ein bisschen Brennspiritus und dann natürlich einen großen, guten Appetit. Wir fangen an. Als erstes muss natürlich die Dose hier geleert werden. So, die Dose ist leer. Das hier brauchen wir nicht. So, als erstes würde ich jetzt hier oben einfach den Deckel entfernen. Ja. Vorsicht! Vorsicht, wenn ihr das macht, ja, hat man sich auch ganz schnell wehgetan. Ja, ich mache da einfach hier ein Messer. So, dann habe ich hier ein zweites Messer. Ich habe mir ein zweites Messer hier noch angelegt. So, und dann schneidet ihr einfach. Ja. Wie gesagt, da sehr vorsichtig machen. Ja, das hat sich schnell geschnitten. So, ja, Deckel entfernen. Als nächstes muss, Entschuldigung, die Dose ein wenig gekürzt werden. Dafür habe ich den Stift. Ich zeichne mir das einfach einmal ringsrum an. Ja, das muss nicht auf einen Millimeter genau sein, ne? Nur dass irgendwie halbwegs. So, ja, ungefähr so viel. Schneide ich da jetzt raus. Auch wieder mit dem Messer rein, ganz vorsichtig. Hier auch nochmal. Wie gesagt, ich habe mir hier ein ganz normales Küchenmesser genommen, habe das schön scharf geschliffen. Ja. Und dann geht das auch. So. So, Nummer 1. So, und hier muss das auch noch ein bisschen weg. So, das habe ich jetzt entfernt. Das ist jetzt übrig. So, jetzt folgendermaßen. Hier an die Seite kommen jetzt kleine Einkerbungen. Das sieht dann so aus. So, ja, damit das ringsrum so wie eine Blume. Ja, sieht dann ungefähr so aus. Und jetzt, die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Haha. So, das brennt, ja. Und hier könnt ihr jetzt zum Beispiel den Kaffee draufstellen. Ja. Da könnt ihr jetzt euren Topf draufstellen. Ja. Und ganz entspannt kochen. Ja? Zur Not geht das. Ich habe das schon gemacht. Ich bin dann mal durch Mexiko gereist. Ja, und habe dann quasi permanent
Ja, das steht jetzt hier ein bisschen schief, aber zur Not geht das, das tut es. Ich habe Alkohol genommen, ich bin immer in Apotheken gegangen in Mexiko und habe hochprozentigen Alkohol gekauft. Das hat prima funktioniert. In diesem Fall Brennspiritus geht natürlich auch. Was auch immer ihr findet. Ihr könnt es auch mit Benzin machen, aber würde ich nicht machen. Ne? Also am liebsten habe ich Alkohol genommen, reinen Alkohol. Der hat sich sehr, sehr bewährt. Wobei da nicht alles funktioniert. Man muss wirklich sehr, sehr hochprozentigen Alkohol nehmen und dann geht das. Ne? Also in der Not, ja, kein Ding. Wenn ihr fertig seid, einfach zack, Topf drüber. Ja, gar nicht. Hallo, bist du aus? Hallo? Brennst du noch? Ja, ja, so, das war's. Also, es muss nicht immer das teure Zeug sein, sondern eine einfache Cola-Dose für 35 Cent tut's auch. Ja? Ein Kocher für 35 Cent. Wieso nicht? Ja, und wer jetzt sagt, ist doch viel zu wenig, ich habe viel zu kochen und so. Ich brauche mindestens 2 Herdplatten, kein Problem. Wer gern ein bisschen mehr kochen möchte, der nimmt sich einfach noch so eine Dose, wie ich euch gesagt habe. Die ist uralt aus Mexiko. Tecate, das gute alte Bier. Ja, die ist 5 Jahre alt und brennt wie am ersten Tag. Oder auch nicht? Ja, doch. Hier, da. So, und schon habe ich meinen 2-flammigen Herd. Ja? Links das Frühstücksei und rechts der Kaffee. Ja, also easy. Natürlich, ihr könnt es euch denken, das ist beliebig erweiterbar. 3, 4, 5 Flammen, 6, 7, 8, 9, 10. Überhaupt kein Problem. Ja? Und zum Schluss, wie immer, Safety First, Ende aus die Maus. So reingucken hier. Ne? Ja, ne? Easy peasy. So. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, teilt das Video, teilt, was das Zeug hält. Das hilft diesem Projekt ungemein, das hilft mir und Chicho und allen Vagabunden dort draußen. Denn irgendwann möchte ich sämtliche Vagabunden, denen es finanziell nicht so gut geht, mit meinem Projekt hier unterstützen. Also teilt das Video, damit ihr Kohle reinkommt, damit ich anderen helfen kann. In diesem Sinne, ich freue mich auf das nächste Video. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, yeah, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, wir sehen uns bald, hasta luego und tschüss.